Meine Ex-Frau kommt aus der Türkei zu mir zurück. Ja, auch diesen Morgen einen guten Morgen und einen Kaffee. Ja, dieser Wetterbericht, die letzten Filme sind so gut angekommen, habe ich so an den Klicks gesehen, dass ich mir jetzt gedacht habe, wir nennen wir jetzt in Nachrichten von Koh Samui, weil ja auch in den vergangenen Filmen habe ich ja auch immer noch nebenbei Dinge erzählt, was hier gewesen ist. Also wird das demnächst immer Nachrichten von Koh Samui heißen. Und wenn ich sowas höre, was hier passiert ist, dann wird das auch hier immer erscheinen und dazu auch noch aktuell. Das mit meiner Ex kommt ein bisschen später. Das Wetter hier auf Koh Samui gestaltet sich momentan so, dass also über morgen, ich zeige euch das jetzt mal hier hinter mir, das Wetter bewölkt ist, angenehme Temperaturen, schauen wir gleich mal, und dass es abends richtig regnet. Hier könnt ihr das mal sehen, das war hier gestern Abend, da war ich in Manam gewesen, da hat das geschüttet. Und das ist anscheinend auch die Wettertendenz. Also ich habe nur den Wetterbericht hier auf meinem Handy bis heute Abend 7 Uhr. Da soll es also nicht regnen. So, jetzt gucken wir mal die Temperaturen, wie es aussieht. Wir haben also angenehme 27,3 Grad bei 69% Luftfeuchtigkeit. Heute Morgen haben wir eine sehr gute Fernsicht. Wir sehen da hinten den Marine Park. Und da hinten ist ja eine kleine Insel und links daneben, mal gucken, ob ich die in der Software ranzoomen kann, da ist Koh Tao. Das heißt also, wir können heute 50 Kilometer frei übers Meer schauen. Ich hatte ja im letzten Video die Bergansicht gezeigt. Ist alles frei, die Wolken hängen also auch nicht oben auf den 500 Meter hohen Berg. Die ist also ziemlich hoch. Und hier ist am frühen Morgen, 6:45, die Sicht nach Koh Phangan. Ja, und hier ist eine neue Ansicht, das ist die Aussicht aus meinem Küchenfenster. Da hinten in der Ferne, da sieht man den Marine Park, den Nationalpark. Ja, jetzt sehen wir uns mal die Wettervorhersage, sagen wir mal für 2 Tage an, das reicht. Also für heute sieht es gut aus, ist ein bisschen Wind. Das heißt also, es ist eine Windänderung, eine Druckänderung, daher entsteht ja erst der Wind. Also es kommt was Neues auf uns zu und so, wie ich auf meinem Handy gesehen habe, kommt also bis heute Abend kein Regen. Ja, und ob das jetzt kommt, ist sowieso nicht hundertprozentig. Ja, und jetzt zu dem Thema, meine Ex-Frau kommt wieder zu mir zurück. Ja, meine Ex-Frau, habe ich ja schon mal erzählt, mit der war ich 5 Jahre verheiratet. Die Anna, da habe ich sehr vieles hier auf der Insel mit unternommen. Die hat ja eine Wedding-Firma, also man kann da, wenn man heiraten möchte oder man Proposal, was ist es in Deutsch nochmal, Hochzeitsantrag, alles was mit Liebe zu tun hat, Dinner an der Beach und so was, kann man alles bei der Anna buchen. Ich werde das hier oben mal ihre Seite verlinken. Und die macht ja auch für mir die Templates für den YouTube-Kanal. Wir sind also jeden Tag, haben wir miteinander zu tun, sind gute Freunde. Und die hat mir dieser Tage geschrieben, sie möchte Ende des Oktober nach Samui zurückkommen, bis nächstes Jahr im Mai. Und ob ich ihr dabei helfen könnte. Meine Hilfe ist in dem Falle, sie hat einen festen Freund, also da ist nichts mehr, dass sie hier in mein Haus einzieht. Da hinten ist ja noch ein Gästeschlafzimmer und da kann sie sich einrichten und von hier aus das managt bis Anfang Dezember. Dann kommt ja der Oliver, der kommt ja nach hier, mit dem habe ich das ja so vereinbart, der arbeitet für die Miete praktisch, die 2 Monate, wo er hier wohnt und wo ich oben in Rayong bin. Dann ist die bei mir. Der kleine Nebeneffekt ist natürlich, Florenz ist nicht gerne alleine. Ich war ja 44 Jahre in einer Beziehung und ich habe gerne Menschen um mich herum. Und dann ist hier jemand hier im Haus.
Und ich freue mich riesig darauf, wenn sie zurückkommt. Ich weiß nicht, nein, das wird sie jetzt nicht sehen, weil sie hierzu das Template nicht macht. Also ich freue mich wieder drauf. Jetzt zu Thailand. Ab 1. Oktober werden alle Gesetze, die gemacht worden sind mit Covid, außer Kraft gesetzt. Nichts ist mehr. Man braucht keine Maske mehr. Alles, was ist alles wieder 3 Jahre zurück. Es wird nichts aufrechterhalten. Das ist das, was wir hier in den Medien hören. Super gut. Ich habe ja gehört, in Deutschland werden die Grenzen wieder zugemacht, damit von dieser kriegshetzenden Regierung die Menschen ja weiterhin unter Kontrolle gehalten werden. Das ist nicht auf dem einen Mix gewachsen. Gestern saß auch wieder ein Pärchen hier. Ich habe ja jeden zweiten Tag hier ein Pärchen sitzen, die mit mir reden wollen, und ich brauche gar nichts zu sagen. Die kommen dann mit den Informationen rüber und es brodelt also so, wie ich gehört habe in Deutschland, ist auch gut. Dann wird neu gekocht und vielleicht gibt es dann auch mal eine Änderung. In einem Film habe ich ja erwähnt, dass ich mit Jem zum Tierarzt musste. Der ist also betäubt worden. Da kommt die nächsten Tage ein Film und ich kann sagen, es geht ihm gut, er liegt da. Solange es zu fressen gibt und er Zeit hat zu schlafen, ist er glücklich. Mit dem geht es also gut. Ihr habt ja in den letzten Filmen die Pim kennengelernt, die werde ich heute Morgen abholen. Ich habe ja gesagt, die war ja nur zeitweise hier auf unserer Insel, ohne einen Job zu suchen. Die gehe ich also von ihrer Unterkunft abholen und dann geht es rüber zum Bushof. Das ist vielleicht für diejenigen interessant, die mal aufs Festland fahren wollen, auf dem billigsten Weg. Das heißt also im Bushof in Nathon kann man die Tickets kaufen, dann fährt der Bus mit demjenigen auch auf die Fähre. Vorher muss man natürlich aussteigen und das Ticket bezahlen. Und wenn man auf der anderen Seite in Don Sak ist, dann kann man mit dem Bus nach Suratani fahren, nach Bangkok und wer weiß wo überall hin. Da ist es ja richtig so sternenhaft, geht es da durch Thailand. Und das ist die billigste Transportmöglichkeit, die man hat. Das sind Reisebusse. Wie die innen drin, ich bin nur mal kurz damit gefahren. Ist okay, die haben auch Toiletten an Bord, also das ist schon okay. Ja, zum Thema Krabi, das stand also gestern ganz schön in den Sternen geschrieben, ob das klappt. Ich hatte vorgestern den ganzen Tag Kopfschmerzen gehabt, es war also Wahnsinn. Dann hatte ich mir für die Nacht, damit ich schlafen konnte, Schlaftabletten genommen und es war der Wahnsinn gewesen. Die Schlaftablette mit der Schmerztablette, die haben sich anscheinend in meinem Körper gar nicht vertragen. Ich habe gedacht, Tausende von Ameisen laufen über meinen Körper. Das war eine allergische Reaktion von beiden und war tierisch. Aber am nächsten Morgen kam auch die Ursache raus. Mein Weisheitszahn, oben habe ich noch 2, der hatte sich gemeldet und pochte. Darauf bin ich dann zum Arzt gegangen. Da habe ich aber einen ersten Termin bekommen für nächste Woche Sonntag, also ich muss jetzt 1,5 Wochen warten. Da kommt ein spezieller Arzt, der solche Zähne ziehen kann. Habe mir dann hier Antibiotika in der Apotheke gekauft. Übrigens hier ein Hinweis, ich bin hier Mitglied in der Pharmazie. Da kriegt man dann auch so eine Karte, da wollte die 440 Baht haben dafür. Ich habe eine Karte vorgelegt, dann waren das nur noch 220 Baht. Also für alle Rentner, die nach hier kommen, die brauchen ihre Tabletten, fragt bitte an eure Pharmazie, ob die eine Mitgliedschaft haben. Und dann ist es in dem Fall 50% billiger. Ist richtig Kohle. Ich muss jeden Monat ja auch immer Tabletten kaufen. Das rentiert sich natürlich. Ja, und jetzt habe ich die Tabletten genommen, das Antibiotika, jetzt ist der Druck weg und ich hoffe, dass ich das also durchhalte. Wir haben ja heute Mittwoch und nächste Woche Montag wollen wir ja losfahren. Ja, und jetzt schauen wir mal, was die Community geschrieben hat zu dem letzten Film gestern. Da war ich ja mit der Pim unterwegs. Wir sind kein Pärchen oder sowas, habe ich mehrfach erwähnt, aber manche gucken die Filme wirklich nicht zu Ende.
Hier ist natürlich ein schöner Kommentar. Es gibt nicht nur schlechte Kommentare. Super, Florenz, du betreibst und lebst wahre Volksverständigung. Ja, ich versuche über Thailänder, weil ich ja keinen Thai richtig sprechen kann, die Kommunikation mit den Leuten, die hier leben. Ja, und alles Gute zum Geburtstag. Ja, da meckerte einer rum, dass die Community noch nicht mal weiß, dass ich Geburtstag habe. Kann ich verstehen. In YouTube gibt es ja auch keinen Hinweis, dass ich Geburtstag habe. Habe ich also nur in Facebook gepostet und darauf haben viele Hunderte auch reagiert. Ja, hier kommt die Anfrage, und was ist mit Lamai Beach los? Ja, Leute, da habe ich noch keine Zeit zu gehabt. Ich habe erst noch meinen privaten Kram und ich habe morgen die Akbar, hatte ich ja mal ein paar Filme zugemacht. Da ist mir zugetragen worden, die haben also schon das Fundament der Poolanlage schon fertig. Jetzt warte ich natürlich auch ab, dass ein bisschen schönes Wetter ist. Dann werde ich nämlich vielleicht morgen oder übermorgen dahin fahren, um das mal zu filmen. Weil ja einige Leute möchten ja Weihnachten bzw. Silvester dort feiern. Ja, hier ein Kommentar, denn da tut mir also weh, wenn ich sowas lese. Hat sowieso immer nur eine Fresse gezogen. Also diesen Kommentar werde ich löschen, weil er beleidigend gegenüber der Pitti ist. Wie ich schon mal gesagt habe, das war also nicht ihr Ding. Ich habe ja, wie ich damals Pitti kennengelernt habe, nicht ein Inserat rausgegeben für einen Job, sondern für mich. Es ist nicht jedermanns Sache, hier frei vor der Kamera zu reden, sich locker zu verhalten. Ihr habt das bei der PIM auch gesehen, das war auch nichts für sie. Da muss man auch langsam reinkommen, und ich hatte damals gedacht, okay, das lernt sie, das Freie, aber die wollte ja auch nicht vor der Kamera reden. Also den habe ich gerade gelöscht, sowas brauche ich nicht. Ja, ansonsten viele, viele Geburtstagswünsche. Dankeschön hier an alle, die da geschrieben haben. Wenn ich die Zeit dazu habe, werde ich auch ein Herzchen verteilen. Also alles das, was da reingekommen ist, lese ich mir hier morgens auch durch. Die Mühe gebe ich mir, um auch einige da auszuselektieren, die nichts in unserer Community zu tun haben, da ihre Aussprache nicht konform ist mit meinem Kanal. Ja, es ist mein Kanal und ich habe das Recht, jemanden den Kommentar zu löschen oder auch, wenn er mir auf den Keks geht, auszublenden, dass er eben halt keinen Kommentar mehr schreiben kann. Das soll es gewesen sein von Samui. Wir sehen uns am Freitag nächste Mal. Und die nächste Woche, praktisch in der ersten Woche von Oktober, dann sind wir ja in Krabi. Hoffe ich, dass der sich hier oben nicht mehr meldet, der Weisheitszahn. Und dann bekommt er weitere Filmbeiträge. Tschüss!